Herzlich willkommen, neues Video. Endlich mal wieder Zeit für einen Rundgang und ich wollte euch so ein bisschen mitnehmen durch Pagera. Wie sieht es hier aus im Winter? Das mache ich ja regelmäßig. Es gibt hier wieder einiges zu berichten von Lokalen, die zugemacht haben, aufgemacht haben, die umziehen. Auch das gibt es. Da fahren wir gleich ganz vorne im Video auch mit an. Neuer Standort und ja, alles, was ich so in Erfahrung gebracht habe in der letzten Zeit. Da nehme ich euch mit auf eine kleine Reise. Ich fange hier mal zu Fuß an. Dann bei mir in der direkten Nachbarschaft hat sich was getan. Und ja, da starten wir dann mit. Nein, nicht der Massagesalon zieht um, sondern wir gucken mal hier von dem schönen Baum mit dem Pomeranzen zu Kekelicious. Der Laden ist abgegeben. Also da kommt jetzt demnächst was Neues rein. Was da kommt, das erzähle ich euch gleich. Im Moment wird noch ausgeräumt und ja, in Kürze wird hier was passieren. Noch steht Kekelicious dran, aber das wird nicht die ganze Zeit so bleiben. Also ihr könnt natürlich weiter eure Kuchen bestellen, ist kein Problem, aber der Laden hier wird aufgegeben. Da steht das Schild auch noch dran, Kekelicious. Also die Information ist ganz frisch. Ja, und zwar kommt dort die Essbar rein. Die Essbar ist nämlich am alten Standort vorne am Strand weg. Die haben gesagt, die wollten sich mal verändern, das Ganze ein bisschen überschaubarer haben. Der Name, soll ich mir sagen habe lassen, wird bleiben. Es wird auch wieder Essbar heißen, nur der Standort, der ist jetzt bei uns direkt nebenan. Für uns natürlich günstig, wenn wir mal ein Fischbrötchen essen wollen, dann kriegen wir das hier direkt. Ja, und wie ihr sehen könnt, geht es da auch direkt zum Strand. Also das ist alles fußläufig. Man kann zur Apotheke, man kann zum Doktor. Ja, man kann uns besuchen, wenn man das möchte. Und Massagen mitnehmen, wenn man das möchte. Oder eben halt dann demnächst die Essbar hier. Also auf dem Weg zum Strand. Kurzer Weg. Ich denke, das wird da auch dann eine Rolle spielen. Hier ist übrigens unsere Henriette, unser Firmenfahrzeug, was wir jetzt endlich mal fertig foliert haben. Polizei. Ja, also ich denke, ist ganz nett geworden. Auch da könnt ihr mal was in die Kommentare schreiben. Ina macht gerade das Quad fertig. Das war jetzt ja ein halbes Jahr lang in der Werkstatt. Den Sommer über konnten wir es nicht nutzen. Lag daran, dass der spanische TÜV das nicht so leicht hat mit den Dingern. Also wir haben es als Quad angemeldet, dann haben die gesagt, naja, Quad ist Motorrad. Das hat man dann auch geglaubt und haben die gesagt, nee, hier in Santa Ponsa machen wir das nicht. Und dann musste das Ding wirklich tatsächlich nach Palma. Und es gibt dann eben halt nicht jede TÜV-Stelle nimmt den TÜV für ein Quad ab. Wir haben da Glück gehabt, haben eine tolle Werkstatt gehabt in Santa Ponsa, die auf Quads spezialisiert sind, auch auf diesen Hersteller. Und die haben das Auto dann gleich nochmal oder unser Quad nochmal überholt. Ist jetzt verkehrssicher und hat ganz frisch TÜV. Hier, guckt euch das mal an. Bis 2026. So, wir sitzen jetzt auf dem Quad. Ihr könnt es schon knattern hören. Und ja, Helm müssen wir auch aufsetzen. Und dann geht's los. So, Helm ist auf. Jetzt kann es losgehen. Und ja, gucken wir mal, was es so Neues in Pagera gibt. Also, auf geht's. So, ersten Stopp erreicht. Ich nehme meinen Helm mal eben ganz kurz ab und wir gucken mal. Also es ist ja jetzt so die Zeit, wo viel renoviert wird und alles instand gesetzt wird. Und das passiert auch beim Hotel Valentin. Hotel Valentin, da gibt es ja mehrere. Hotel Valentin Park und so weiter. Hier wird auf jeden Fall gerade renoviert. Ich zeige euch das mal eben. Da ist jetzt ein Bauzaun, der eigentlich jedes Mal zum Saisonende davor ist, damit man nicht reingucken kann. Aber wenn man hochguckt, seht ihr das? Da ist alles entkernt worden. Ja, da wird so einiges gemacht. Also es gibt da neue Fenster und neue Einrichtungen. Und ja, hier Hotel Valentin Park Club. Dann sind wir hier an der Kreuzung. Da ist eben auch
Hotel Valentin auf der anderen Seite, da wo das Tor ist, da hat es ja dieses Jahr so einen Brand gegeben, wo ein großer Feuerwehreinsatz war. Und kurz davor gab es bei dem Hotel Oliver auch einen Brand auf der Terrasse und ist aber alles letztendlich glimpflich abgegangen. So, da könnt ihr sehen, es gibt neue Türzagen und wird alles instand gesetzt. Und das nicht nur im Eingangsbereich, sondern im gesamten Hotel. Überall hängen Kabel von der Decke. Ich weiß nicht, ob ihr das hier so ein bisschen erkennen könnt. Ja, hier wird richtig gearbeitet. Ja, neben dem Hotel Valentin oder davor ist eben das Hotel Oliver, wo ich sage, da könnt ihr noch so ein bisschen erkennen, dass da mal es auf der Terrasse gebrannt hat. Ich denke, dass zum Saisonstart 2025, dass dann auch der Außenbereich wieder fertig gemacht ist. Ja, schon ein krasser Kontrast. Auf der einen Seite haben wir die schönen Pomeranzen und dann gibt es irgendwelche Leute, die Straßenschilder mit deutschen Aufklebern überkleben. Also manchmal fällt einem da nichts mehr zu ein. So, ich habe meinen Helm wieder aufgesetzt, geht wieder weiter und jetzt gucken wir mal Richtung Luna Kebab. Den muss ich euch mal vorstellen. Also da schauen wir jetzt mal hin. Das hinter mir, das ist der Luna Kebab, ist auch jetzt schon was los. Es sind jetzt 12 Uhr ist es jetzt gerade und den Laden gibt es hier schon relativ lange. Davor gab es hier vorne auch nochmal einen Kebabladen, der sogar Halal Kebab hatte, der hat aber zugemacht und gegenüber hat dann auch nochmal ein neuer Kebabladen aufgemacht und der fand meine Kritik wohl nicht so toll, dass ich gesagt habe, wie viel Dönerläden braucht Pagera. Die Frage habe ich ja mal gestellt. Ich denke mal, klar, ist vielleicht ein bisschen spitz, aber ich denke, eine zulässige Frage, die man stellen darf. Denn das, was wir hier immer hören auf der Insel, dass viele Leute hier gerade wegen der guten österreichischen, deutschen oder Schweizer Küche herkommen, wenn es die dann gibt. Und das gibt es fast in Deutschland ja schon nicht mehr. Und was möchte man? Möchte man so traditionell gutbürgerliche deutsche Küche, die es ja jetzt zahlreich in Pagera gibt, oder muss es denn doch das altbekannte Döner sein oder Drehspieß, wie ich immer so schön sage? Denn beim Döner ist es ja so, da wird ja inzwischen so viel gemogelt, manchmal ist es nur noch Hackfleisch. Der Halal-Kebab muss also mindestens aus 60% Rindfleisch oder Fleischanteil haben, da darf nicht so viel Hackfleisch drin sein. Und die Industrie geht sogar so weit, dass die dann teilweise sieht so aus wie richtiges Kebab, aber ist dann so doch Separatorenfleisch. Da beschäftigt man sich in Deutschland gar nicht so sehr mit, aber hier kamen dann schon Fragen auf, wie geht das? Kann man das hinkriegen mit Preis-Leistung oder nicht? Aber hier hinter mir das Luna Kebab. So, wir fahren, damit ihr eine Orientierung habt, gleich einmal Kreisverkehr hoch, dann wieder zurück und dann zeige ich euch auch nochmal die anderen beiden Dönerläden, so im Vorbeifahren. Ja, ob dieser Mercadona im nächsten Jahr noch aufhaben wird, ist fraglich. Also im Moment gehen Gerüchte rum, dass der im Februar schließen soll. Es hängt noch kein Zettel in der Tür, worauf aber hingewiesen wird, ist, dass man auch beim Mercadona auch online bestellen können. Also seit Corona machen die ja auch Lieferservice. Ja, viele Leute, die nicht so gut zu Fuß sind, nehmen den Dienst von Mercadona in Anspruch. Der nächste Mercadona wäre jetzt in der einen Richtung in Andratx, in der anderen Richtung ist es dann in Palma Nova. Also es gibt die Märkte nach wie vor, aber ja, heute Sonntag ist das Rolltor geschlossen und ob das Rolltor
dann hier für immer geschlossen bleibt für diese Filiale, das wird sich im Februar zeigen, aber da denke ich, da werde ich dann noch drüber berichten. Seht ihr, wir sind am Kreisverkehr hier zur Carla von Elshof und da ja schon ewig geschlossen. Ein Dönerladen, der dann Halal-Döner hatte. Jetzt wird der Bus gerade durchs Bild. Und ja, der ist auch zu haben, steht Cetras Passa drauf. Aber hier muss man sich echt wundern, die Preise für diese kleinen Läden sind hier teilweise richtig, richtig hoch. Das werde ich nachher noch an einer anderen Stelle zeigen. So, jetzt sind wir hier am Kreisverkehr. Hier vorne haben wir den Eroski City, ja, mit Tiefgarage sogar, und da gegenüber eben halt noch wieder ein Dönerladen. Also der ist dann hinter dem Deutschen Ärztezentrum. So. Ja, sogar mit Außenterrasse, aber ja, im Moment auf der Außenterrasse da nichts los und ja, der ist halt dieses Jahr neu entstanden, hat lange gebraucht und ja, ich habe es selber noch nicht probieren können. Aber wenn es euch da geschmeckt hat, schreibt es doch einfach mal in die Kommentare. So, wir sind vom Pantheon auf der anderen Seite. Ich drehe mich da gleich mal eben um oder die Kamera um. Auch hier steht, wie bei vielen Läden im Moment, Cetras Passa. Das heißt, es ist zu vermieten und gegen eine Ablöse, also für Inventar und so weiter, kann man das dann mieten. Also das hier, und wenn wir ein Stück weiter gucken, gehen wir mal hier hin, ist da auch noch mal so ein Klamottenladen. Auch da seht ihr diese gelben Aufkleber, Queen steht da dran, kann man mieten, wenn man will. Ja, das ist so zum Jahresende immer ganz spannend, weil jetzt werden die Karten neu gemischt. Einiges ändert sich, also wie gesagt, bei dem Laden, der ist zu haben und das sogar ziemlich massiv. Da sieht man, dass es dort mehrere Anbieter gibt, die was versuchen und Precio Nego, das kann ich jetzt nicht lesen. Also ja, wenn ihr das könnt, schreibt es doch einfach mal in die Kommentare. Ich glaube nicht, dass da steht, Negro wäre schwarz. Also aber ich glaube nicht, dass das gemeint ist. Also ja, gute Frage. Gegenüber, da steht noch Bäckerei dran. Ihr kennt die Pandaria bei uns in der Straße mit dem Nico. Die Frau von Nico hat hier in dem Laden gearbeitet. Da stand bis vor kurzem auch noch ein Schild dran, Cetras Passa, das heißt, dass es zu vermieten ist und gegen Ablöse zu haben ist. Also das heißt, man bezahlt eine Ablöse an den vorigen Mieter und kann dann die Lizenzen und so weiter mit übernehmen, die da drauf sind und kann das dann haben. Also zur Orientierung nebenan ist iSteady und Agoste Fashion Outlet. Ja, und dann gegenüber natürlich der Grieche. Noch ein Cetras Passa Schild und zwar stehen wir vorm Ole Ole, da oben müsste es stehen, ja, da steht es auch, Cetras Passa, auch hier ist es abzugeben, das gehörte ja mal, wozu gehörte das? Wisst ihr es noch? Ja, früher mal zum Casa Enrique, also das ging hier weiter, wir sehen das noch in der Bauweise, hinten ist es rot, steht Casa Enrique dran und hier die Terrasse wurde dann abgegeben, die wurde ja vom Lokal Enrique angemietet über viele Jahre und dann haben wir gesagt, irgendwie wegen Personalmangel und ja, einfacher ist es doch, wenn man es kleiner macht. Inzwischen ja, gab es schon die erste Meinung. Enrique sagte mal zu mir, Mensch,
ich glaube, ich gebe ganz auf. Also im Moment sieht es nicht danach aus. Es hängt jetzt noch kein C-Traspassa-Schild dran. Ob da hinter verschlossenen Türen Geschäfte gemacht werden oder der Laden abgegeben wird, glaube ich nicht. Denn ist ja auf so einer Insel so, die Insel ist klein, da spricht sich vieles sehr schnell rum. Also im Moment bleibt es die Casa Enrique. Nur wenn sich der richtige Käufer findet, wird auch dieser Laden dann abgegeben. Aber wie gesagt, da muss man ein bisschen Geld in die Hand nehmen und könnte den dann haben. In optimaler Strandnähe übrigens. So, ich gehe mal ein kleines bisschen zu Fuß weiter, lasse die Straße hinter mir liegen. Also da geht's zu Casa Enrique. Da geht's zum Meer. Und hier geht's zum Rendezvous. Rendezvous, ja, hatte hier auf der Insel unter den Insulanern schon den Namen Tal der dritten Zähne mitgemacht. Es ist ja immer so, es verändert sich was und manchmal überlegt man, bis wann kann man. Also solange die Leute mit ihrem Rollator noch in die Disco können, ist doch alles gut. Aber wie sieht es denn danach aus? Die Leute werden ja alle immer etwas älter und so denkt man und dann muss man zumachen. Hier war es ehrlich gesagt beim Rendezvous nicht so. Hier hat sich wirklich alles getroffen, von jung bis alt. Man hat dort getanzt, das ist ein Tanzlokal. Vergleichbar vielleicht so ein bisschen mit der Rutschbahn, aber wirklich auch nur so ein bisschen. Hatte aber nachts immer ziemlich lange auf und die haben die Tore jetzt auch geschlossen. Wie das nächstes Jahr geöffnet wird, ist aus meiner Erkenntnis bis jetzt noch gar nicht raus. Da wird man abwarten. Also ich glaube, dass der Laden noch zu haben ist, obwohl da nicht C-Traspassa dran steht. Da steht es noch, Disco Time mit DJ Patrick, das Beste der 70er, 80er und 90er und die aktuellen Charts. Also ja, hier ging das dann rein ins Rendezvous und ja, es gab auch eine ganze Zeit ein Gerücht, dass es hieß, Krümel Stadel will hier expandieren, aber ja, das wurde ja bis jetzt auf jeden Fall in Abrede gestellt, denn passt das ins Konzept, passt es nicht. Was raus ist, dass beim Krümel was renoviert werden will, das werde ich euch auch noch zeigen in diesem Video. Es lohnt sich auf jeden Fall dran zu bleiben. Also das Rendezvous hat auf jeden Fall jetzt Winterpause, das kann ich euch sagen. Und ob die nächstes Jahr wieder aufmachen oder aufmachen, weil sich noch kein Käufer gefunden hat, das muss man sehen. Also der Pachtvertrag war auf jeden Fall zuletzt abgelaufen und hier war die Saison beendet und wir werden in Zukunft sehen, wie lange und wo dann getanzt wird. Eine ganz spannende Frage hier übrigens. So, Quatsch steht bereit. Wir fahren jetzt gleich ein Stück weiter. Da ist die Ina. So, da ist sie dann auch, die Ina. Und jetzt geht's weiter. Wir gucken mal eben, wie sieht es denn bei Hermine aus? Denn da wird ja eigentlich getanzt und das soll auch nächstes Jahr wieder. Aber wie sieht es dort im Winter aus? Und bei Erna. Bei Erna ist es ja so, da gibt es zweimal im Jahr Neujahrsfest. Einmal zum Neujahr und für diejenigen, die es verpasst haben, ich glaube am 6. Januar nochmal. Also da kann man dann nochmal feiern, wenn man dann möchte. So, ich stehe in Blickrichtung auf jeden Fall bei Hermine und ja, so sieht es hier im Winter aus. Ja, da fahren wir denn jetzt mal dran vorbei. Davor haben wir noch so ein, ja, was ist es, so eine Art Eukalyptusbaum. Im Winter ist hier geschlossen, aber hier könnte man zum Beispiel im Sommer wieder tanzen. So, da bin ich jetzt bei Erna Vino y Mas. Heute haben sie geschlossen, da steht es dann auch. 29. und 30.12. geschlossen, Sonntag und Montag. Ansonsten gibt es hier sogar richtig Winterprogramm. Am 26. war sogar hier ein Bingo-Abend gewesen, am 31. Silvesterparty. Und jetzt am Samstag drauf, also nicht am, also wenn Silvester war, dann nochmal einen Samstag später gibt es hier nochmal eine zweite Silvesterparty. Also so war es die Jahre zuvor auf jeden Fall immer. Und ja, hier finden sich viele Leute und die haben tatsächlich im Winter auf. Jetzt nur gerade heute, wo ich unterwegs bin, nicht. Da sind dann die Rollläden runter und hängt noch die schöne Weihnachtsdeko.
Gegenüber das Nightlife, habe ich ja auch schon ein paar Mal gezeigt. Hier steht also auch schon den ganzen Sommer über Cetraspassa. Also dieser Laden, ich weiß nicht, woran es liegt, ist wohl schwer loszubekommen. Aber wenn man das wollte, könnte man diesen Laden auch mieten. So, dann mache ich noch mal einen kleinen Fußmarsch, habe meinen Helm hier unterm Arm und gehe durch die leeren Straßen von Pagera. Im Sommer sieht das hier natürlich anders aus. Da tobt das Leben, aber im Moment ist hier ja nicht so viel los. Obwohl für Winter doch noch eine ganze Menge. Die meisten Hotels haben hier geschlossen, viele renovieren gerade, das habt ihr ja im Film auch schon gesehen. Und ja, und dann gibt es ein Lokal, das auch zu haben ist. Es steht im Internet. Bis jetzt hat sich da noch keiner für gefunden. Ja, wir stehen vorm Kaffeehaus. Hier sehen wir noch so die Reste des Sommers. Also dieser Garten ist schon länger nicht mehr sauber gemacht worden und ja, wächst hier von Jahr zu Jahr mehr zu. Also da ist, hier gab es da wirklich mal eine Terrasse, die ist jetzt schon richtig lost. Und ja, hier hat man auch schon versucht einzubrechen. Also hängt jetzt eine Kette davor und ja, gucken, weil hier gibt es eigentlich was viele Leute nicht wissen. Mal gucken, ob wir das noch finden. Ja, hier liegt noch die grüne Tonne. So, ich bin hier in dem Lost Garden und hier habe ich eine Orange. Das ist jetzt wirklich eine Orange. Gut, die könnte jetzt noch ein bisschen Reifezeit vertragen, aber die ist schon so gut wie abgefallen. Und das ist eine richtige Orange. Dieser Garten hatte mal zwei richtige tolle Orangenbäume. Dadurch, dass der Garten nicht mehr gepflegt wird, sind die dann auch nicht mehr so groß, also relativ klein, aber haben immer geschmeckt. War mal so ein kleiner Geheimtipp, aber inzwischen ist es, glaube ich, nicht mehr. Das spricht sich auch auf der Insel rum, wenn es irgendwo richtige Orangen gibt. Die meisten gibt es ja bei uns in Sóller. Also Tagesausflug von Pagera nach Sóller in das Tal der Orangen oder nach Fornalutsch. Das lohnt sich auf jeden Fall immer und kann ich euch nur empfehlen. Also wenn ihr hier unterwegs seid, bucht euch mal für einen Tag ein Auto und fahrt da raus. Das lohnt sich. Und dann hat man größere Orangen als diese. Ich werde sie mal probieren, mal sehen, ob sie schmeckt. Also sie ist wirklich nicht sehr groß, eine sehr kleine und auch noch nicht so vollreif. Mal sehen, ob es was ist. Aber sie duftet total herrlich. Also es ist jetzt nicht das, was die Leute sich immer pflücken. Diese Pomeranzen, das ist ja mal auch eines meiner Lieblingsthemen, aber man kann das sagen oder nicht. Es gehen immer wieder irgendwelche Touristen los, steigen aus dem Flugzeug aus, landen und dann meinen sie, das sind Orangen. Also es gibt welche in Pagera auf Privatgrundstücken und das hier, seht ihr, das ist eine richtige Orange. Ah. Und die schmeckt, obwohl die noch nicht richtig reif ist. Also die hat richtig was Fruchtiges, nicht zu sauer und kann man also wirklich gut essen. Also, wir schauen mal ein bisschen weiter. Kaffeehaus, da war's. Und ich gehe jetzt noch mal eben rüber auf die andere Seite und zwar zum Café Boulevard. Da hat der Herbststurm seine Spuren hinterlassen. Das muss ich euch unbedingt noch mal zeigen. Ach ja, die Uhr am Turm am Boulevard. Ja, die steht natürlich schon ziemlich lange nicht mehr repariert worden. Und jetzt Sturmschaden am Café Boulevard. Also ich kaufe ein B. Pagera braucht ein B, würde man in der Werbung sagen. Denn das ist jetzt gerade weggeflogen. Heißt jetzt nur noch Boulevard. Und ja, so würde es eigentlich heißen. Von hier aus hat man übrigens einen tollen Blick auf das Hotel, in das ehemalige Mai Pins. Bekommt er jetzt Atheos, wird es heißen, neuen Namen. Wie weit die fertig sind, kann ich euch noch gar nicht sagen, aber hier unten geht es dann an den Strand. Ja, und noch ein Cetraspassa-Schild. Der Roccos Burger. Der hat ja dieses Jahr aufgegeben aus gesundheitlichen Gründen. Im Moment ja, steht Cetraspassa dran. Was da jetzt endlich das nächste Jahr hineinkommt, ist noch nicht klar. Aber ich habe mir sagen lassen, vielleicht ändert sich da gar nicht so viel. Aber das
bleibt jetzt erstmal noch abzuwarten. Nebenan, beim Roccos Burger, für euch zur Orientierung, hier stand mal Deutsche Buchhandlung dran. Die ist ja aufgegeben, also es gibt jetzt keine Deutsche Buchhandlung mehr in Pagera. Der erste Standort war ja vorher ziemlich vorne am Boulevard, da wo ja auch die Dönerläden sind, also da gab es mal einen deutschen Buchladen. Dann ist der Buchladen umgezogen und jetzt hat Biggie das übernommen. Die hat die Farben schon mal geändert, alles auf gelb gestrichen. Das heißt, mal gucken, was es da gibt, ob es da Liegen gibt, ob es was zu essen gibt, ob es eine neue Idee gibt. Man weiß es noch nicht. Oder zumindest ich weiß es noch nicht, wollen wir es mal so sagen. Denn da hat sich noch nicht so viel rumgesprochen. Nur, dass Biggie hier schon mal gemalert hat und bestimmt eine Idee hat, was man hier machen kann. Und noch ein Setraspassa-Schild. Ja, wir sind vom Jordan. Und zwar, Jordans hatte ja hier eigentlich eine super Idee mit Bubble Tea. Dann hat er so Pagera Nachtisch gemacht mit Churros, so im Anklang zumindest. Und ja, ich fand den Laden immer super. Er hat sogar hier auch, da oben seht ihr es noch, Kebab gehabt und das hat er selber eingelegt. War saulecker. Man muss aber Glück haben, dass er gerade da ist und dass man was bekommt. Solange der Spieß belegt war, gab es was. Wenn er alle war, gab es nichts. Das sagt er, die Arbeit ist halt aufwendig und deswegen ist er da ganz offen mit umgegangen. Wenn Döner da, dann Döner da. Wenn Döner alle, dann alle. Oder vielmehr Kebab. Oder eben halt Drehspieß. Man weiß es nicht. Ja, auf jeden Fall ist der Laden auch zu haben. Genau gegenüber, da steht ja Magia y Fantasia. Der Laden stand ewig leer. Also ich erinnere mich noch an Zeiten, da war der Laden zu bekommen für 1.700 € im Monat. Was der jetzt aktuell kostet, weiß ich nicht mehr. Aber man sieht da noch die Mickey Maus auch in der Tür. Da kommt jetzt tatsächlich ein Klamottenladen rein. Der wird jetzt gerade umgebaut. Und ja, hier, wir können es auch sehen, da sind neue Deckenlampen eingezogen worden. Das ist jetzt erst die Tage passiert. Da liegt noch ein bisschen Rigips unten. Also hier tut sich was. Und das Schöne ist, Mickey Maus ist ja nicht mehr geschützt, weil sie so alt ist. Also es kann alles so bleiben. Ob das wirklich so bleibt, bleibt abzuwarten. Also Betreiber werden Inder, Pakistanis, also so in der Richtung werden es sein. Die müssen auch noch am Schloss arbeiten. Im Moment hängt da tatsächlich eine Riesenkette vor der Mickey Maus. So, was dieses Jahr auch anders ist, sonst gab es beim Grillmeister immer Entenkeule mit Rotkohl zu Weihnachten. Dieses Jahr hat das nicht geklappt wegen Personalmangel, deswegen ist auch der große Grillmeister zu und oben Thüringer Land hat dann eben halt teilweise geöffnet. Ja, habe eben noch einen Betreiber getroffen, also im März wird der Laden dann aufmachen, also dann gibt es da Klamotten zu kaufen, bleibt da also spannend. Ja, jetzt die Frage, wann wird der Boulevard gemacht? Das ist ja so die Frage, die sich immer stellt. Sollte da was passieren oder nicht? Also ich denke mal, dass da sich dieses Jahr nichts mehr tut. Und zwar ist es so, dass man einfach den Boulevard vom Strand aus schon renoviert hat. Also unten am Strand ist schon fertig, hier noch nicht. Da sehen wir auch, ist jetzt noch eine Frage der Zeit, wann dieser Gully mal ganz zusammenbricht. Er hält da ja nur noch so auf so ein bisschen rostigem Eisen. Also wenn da einer falsch mit dem LKW drüber fährt, ja, ne, dann Reifenwechsel, würde ich sagen. Und weiter geht's. Kleiner Sprung für euch. Wir sind vorm Venezia. Ja, hier ist jetzt praktisch
der Boulevard noch nicht gemacht. Dass das aber was passieren wird, ob dieses Abteil dieses Jahr gemacht wird, das weiß ich noch nicht. Aber hier wird sich dann auf jeden Fall was tun. Das werdet ihr gleich eine Straße weiter denn sehen. Da gibt es nämlich einen neuen Bodenbelag und dann wird alles schick gemacht. Aber wie gesagt, kann noch dauern. Gegenüber, ja, da sieht es so ein bisschen aus wie Schuppenhausen. Kann ich euch mal eben zeigen. Da war ja das Sunset drin. Das hat das ganze Jahr nicht aufgehabt. Und ja, das Einzige, was jetzt passiert ist, man hat diesen Fußboden da jetzt weggenommen und hat den alten Steinboden wieder freigelegt. Ja, aber ansonsten sieht es so ein bisschen wie so bei so einem Lost Place auf. Gott sei Dank ist da jetzt ein Bauzaun. Davor gab ja Zeiten, da war das Lokal verlassen und man konnte da so rein. Wobei, naja, theoretisch könnte ich das jetzt hier auch wieder. Nicht? Aber einen kleinen Blick nochmal für euch. Also hier wird vielleicht was passieren oder nicht. Hoffe, dass es dann bis zum Sommer zumindest dann einen Sichtschutz gibt, damit man das auf dem Weg zum Strand nicht unbedingt sehen muss. Da drüber, da passiert was. Da wird die Terrasse neu gemacht. Die wird aber gefühlt jedes Jahr gemacht, weil das dann wohl unten durchtröppelt. Letztes Jahr wurde schon renoviert und jetzt, ja, könnt ihr sehen, auch da ist der Boden weggenommen. Da war ja so ein Holzdeck drauf, das hat man weggemacht. Und ja, da wird es zur nächsten Saison was Neues geben. Also große Baustelle beim Waikiki. Guckt mal an, wo ich bin. Ich bin beim Grillmeister, der hat tatsächlich noch offen. Klar. Ja. Und es gibt was Neues hier. Und zwar gibt es Daisy, Duck und Daisy, Donald und Dagobert. Dagobert. Das sind drei Enten, Genau. 2 Männer, eine Frau, die hier unterwegs sind und die werden bei euch immer gefüttert. Ja. Wie kommt das dazu? Der Markus hatte damit angefangen, weil wir jeden Tag vorbeikamen. Und wir kommen also einmal täglich, dann stehen die hier vor dem Laden mit ihrem Mac, 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 Mac. Und dann wollen sie halt was zu essen haben. Und dann kriegen sie von uns Brötchen eingeweicht in Wasser. Halt, wir haben dann immer Brötchen vom Vortag oder so, die schön weich sind auch. Und die kommen jeden Tag normalerweise immer so zwischen 2 und halb 3. Zwischendurch haben sie sich jetzt mal sogar angewöhnt, dass sie meinten, sie wollten vorher kommen. Dann waren die um 11:30 schon hier. Da musste ich sie ein bisschen erziehen, weil um die Uhrzeit bin ich halt hier noch am Vorbereiten. Aber dann kamen sie dann zweimal täglich, ne? So nach dem Motto, Kaffee und Kuchen können es ja auch noch geben. Nein, also ich sage jetzt mal, einmal täglich ist okay, da verwöhnen wir sie auch, die freuen sich auch drauf und dann kommen täglich vorbei. Ja, danke für die schöne Story zwischendurch. Gerne. Ja, Ina und ich machen noch mal eben kurzen Mittagsstopp. Touch India oder Thai India, wie auch immer man das ausspricht, die haben auf heute. Und wir haben uns da Gambas von der Sonderkarte bestellt und sieht nicht nur lecker aus, das riecht auch lecker. Schade, dass ihr jetzt gerade kein Geruchsfernsehen habt, sonst wäre das mega. Also ja, richtig heiß, das brutzelt. Lecker. Tja, vom Essen zur Essbar. Also eben noch lecker beim Inder gegessen. Hier war die Essbar, also das ist jetzt Geschichte. Ihr seht, da ist auch viel Bauabfall vor der Tür und scheint da einen neuen Boden zu geben. Und was ich sagen kann, das Auto von Thomas Berger ist hier öfter gesehen worden. Das heißt, es könnte sein, dass es hier ja Feinkost gibt, Spezialitäten aus Österreich. Ich weiß es noch nicht. Also wir werden es sehen. Im Moment wird umgebaut und wer mehr weiß, kann natürlich was in die Kommentare schreiben. Aber hier an dieser Stelle ist die Essbar erstmal Geschichte. Und ich habe es euch ja schon erklärt, ist jetzt praktisch dann in Zukunft in der Kaje Pins zu finden. Und in der nächsten Saison könnt ihr statt Fischbrötchen, denke ich, bestimmt was anderes mit diesem tollen Meerblick dann
bekommen. Ja, ich habe euch ja gesagt, ein bisschen was an Renovierungsarbeiten, Boulevard. Ja, so sieht das hier aus. Also hier gibt es jetzt praktisch einen neuen Belag. Vorher ist man ja unten direkt am Strand bei gewesen. Jetzt macht man die Seitenstraßen. Im Moment, ja, ist hier schon mal neuer Fußwegbelag drauf und das Ganze ein bisschen mediterraner gestaltet. Und ja, auf der anderen Seite auch, na, guck mal, da ist das El Emilio, eine Osteria, wo man eben halt Pizza, Pinza und Kleinigkeiten bekommt. Und ja, da war der Supermarkt und hier ist das Krümelstadel. Auch die haben neues Parkett gekriegt. Hier hat sich baumtechnisch auch was verändert. Ein paar Bäume sind weggekommen und da, denke ich mal, wird noch ein neuer Baum hinkommen. Aber man hat hier schon einen neuen Weg gemacht und ja, ist noch nicht ganz fertig. Hier wird auch umgebaut, Krümelstadel im Moment noch mit Weihnachtsdeko und Vorbereitung auf die Silvesterparty. Hier ja, will auch umbauen, kann euch mal zeigen, wo das dann stattfinden wird. Hier bei Holger und Juliette, auch die haben praktisch eine neue Terrasse gekriegt und jetzt sieht man eigentlich auch eine richtig klare Abgrenzung. Also das hier ist noch öffentlicher Bereich, also öffentlicher Weg, da muss man tatsächlich richtig Gebühr für bezahlen, wenn man da Stühle hinstellen will bei der Gemeinde Calvia. Und da ist das dann Comunidad, also bis dahin ist man gegangen und dafür ist jetzt praktisch die Comunidad zuständig für den Bereich. Wann das oder ob das irgendwann gemacht wird, das bleibt abzuwarten. Aber so wie ich das sehe, eher nicht, denn die Eigentümerverhältnisse sind so, man will hier Geld verdienen und nicht Geld ausgeben. Also das ist schon ziemlich sicher. Ja, hier dann bei Holger und Juliette, wo eben halt ja auch im Sommer mal viel Fußball gezeigt wird und ja, also unverändert noch wie im letzten Jahr. Ich glaube auch nicht, dass die viel renovieren werden. Also glaube ich nicht. Aber auch das werden wir im nächsten Jahr sehen. Jo, da seht ihr das ja, von der Rückseite das Krümelstadel und hier irgendwo in dem Bereich wird praktisch ein neuer Bereich entstehen. Da wird denn jetzt noch bis zum Saisonstart renoviert. Ja, daneben Höschler und Söhne am Olivenbaum. Da ist der kleine Olivenbaum und ja, da kriegt man einen guten Reibekuchen. Im Moment sind sie auf dem Weihnachtsmarkt hier unterwegs und ja, werden natürlich auch zur nächsten Saison wieder am Start sein. Rückseite vom Schwarzwaldcafé. Ja, eigentlich ist das hier so ein richtig schöner Platz, aber im Moment sieht das so ein bisschen alles nach Schuppenhausen aus. Hier stehen halt die Mülltonnen rum und ja, da oben bröckelt der Putz ab. Das sollte eigentlich auch schon vor vielen Jahren erledigt werden. Jetzt hat man da Netze gespannt und das ist so typisch, wenn Moniereisen nicht dicht genug aufgetragen wird und dann durch die Meeresnähe Salzwasser da am Wirken ist, Feuchtigkeit, dann sprengt das auseinander. Genau das ist hier passiert. Also im Winter wird es feucht, bröselt auseinander, im Sommer wird es dann warm und dann knackt das dann irgendwann auseinander. Also ja gut, schön ist was anderes. Da hatten wir auch mal unseren Laden, da steht auch noch Pooldog dran. Auch da sieht es im Moment aus wie bei Schuppenhausen höchstpersönlich. Da stehen die Gipsplatten das die ganze Saison schon über. Also wer sich hier als Tourist hin verirrt, der denkt also irgendwo, der ist hier irgendwo in den Slums, sagen wir mal so sagen. Also einfach den Schrott überall. Hier liegt was rum an Paletten. Und ja, da nochmal irgendwie ein Stück Dach von irgendwo. Liegt einfach daran, dass diese Comunidad einfach immer versucht, gewinnoptimierend zu arbeiten. Die wollen viel verdienen. Und da, wo unser Laden drin war, das ist jetzt verkauft. Und naja, ist ja sein Eigentum, da kann er ja machen, was er will. Und so sieht es dann eben halt auch aus. Also die unschönen Ecken, also die zeige ich euch dann damit auch. Seht ihr das, was ich meine? Da hat man irgendwann mal Moniereisen gemacht. Ja, der Putz nicht richtig abgebunden, die Überdeckung der nicht passend und dann ja,
wird das Eisen, fängt das dann zu rosten und sprengt den ganzen Mist auseinander. Und dann sieht das halt so aus. Ja, ein Stück weiter ist man dann angefangen und hat den Belag neu gemacht. Also hier gibt es praktisch auch wieder einen neuen Bürgersteig. Also das sind so die Renovierungen, die jetzt hier so stattfinden auf der Insel. Ja, das ist noch der alte Belag auf dem Platz. Der ist ja vor vielen Jahren schon gemacht worden. Und man hat praktisch den Bürgersteig rund um diesen Platz jetzt angeglichen. Und irgendwann wird man da oben am Boulevard landen und dann findet da die Renovierung statt. Aber so wie ich das sehe, das Jahr 25 bleibt fraglich. So, Helm habe ich wieder auf. Jetzt geht's weiter. Wir drehen hier noch eine kleine Ehrenrunde und dann gucken wir mal, was bei Markus in der Krise so los ist. So, da sind wir schon bei der Krise. Ich versuche mal ganz leise zu sein, denn dort sind Daisy und Donald. Von denen haben wir ja berichtet, dass die beim Grillmeister sich immer ihr Essen abholen. Jetzt sind sie bei der Krise, haben gedacht, naja, vielleicht holen wir uns da auch was ab. Oder die erholen sich hier, weil das gerade so schön chillig ist, liegt Laub da, wo man sich drin zufrieden fühlen kann. Ne? Fehlt nur noch ein kleiner Teich zum Gründeln. Ja, zur Krise. Die ist ein reiner Saisonbetrieb, also im Winter ist hier nicht auf, obwohl er das eigentlich könnte. Der hat sogar eine Gastro-Lizenz und könnte dort richtig kochen und machen und tun. Aber ja, dieser Laden hat halt im Winter zu. Ob sich das irgendwann ändert, weiß man nicht. Der Laden ist wird auch im Internet angeboten. Also wenn ihr das nötige Kleingeld habt, das ist nicht wenig, was man für den Laden braucht, dann könnt ihr den Laden sogar übernehmen. Natürlich mit einer guten Stammkundschaft, die es da gibt und vor allen Dingen auch nebenan, wenn man bei Salvatore ist, da war ich ja dieses Jahr das erste Mal, hat man auch einen guten Nachbarn, also das hilft ja immer, also die Leute gehen ja meist nie immer nur in dieselbe Bar, sondern man will ein bisschen Abwechslung haben und das hätte man dann, aber wie gesagt, hier ist es im Winter halt im Moment bei beiden ruhig, bei Salvatore und bei der Krise bei Markus auch. Ja, und für die Enten ist es jetzt optimaler Platz mit viel, viel Ruhe. Auf dem Weg zum Strand, auch hier gibt es wie in jedem Land irgendwo so Ecken, wo die Leute ihre Liebesschlösser anbauen. Also da sind ganz viele dran, da steige ich mal eben ab, das gucke ich mir mal eben an. So, da haben die Sisters ein Schloss hinterlassen. Dann, wen haben wir hier? 23. Da. Monika und Doris, würde ich sagen, oder? Ja. Da gehen wir mal weiter. Nächstes Schloss, 1 von 20, 17. Gudrun und Ralf. Da haben wir ein Team Cut, wer auch immer das ist. Und da haben sie dann geschrieben 2017 in Malle. Malle ist eigentlich in Belgien, aber das wisst ihr ja. Ein wirkliches I Love Mallorca Schloss. Ist auch was aufgedreht. Tina und
Tina und Dani. Das kann man jetzt gerade nicht so sehen. Dahinter sind welche, die sind schon richtig verrostet. Die hängen hier dann schon ein paar Tage länger. Dann haben wir noch ein Schloss gefunden hier mit, ich sag mal, Assi-Helikopter dazu. Niki, Manu und Thorsten für immer. Ja, eigentlich ist das ja die Endlosschleife da, ne? Und dann, was haben wir da? I love. Kann man gar nicht lesen, aber ja, auch das gibt's hier. Ist mir noch nie aufgefallen. Und eins von diesem Jahr ist auch dabei. Alexandra und Christoph. Am 10.09.24 waren die da. Guck mal, das hängt noch nicht so lange, aber die Gischt, das Salz, das wirkt hier schon. Die müssen jetzt regelmäßig vorbeikommen, das nachpolieren. Sonst sieht das irgendwann so aus wie dieses hier von S und O. Was ist das? Ja. Ganz vorne an haben wir auch noch ein Schloss. 1970 bis 2014. Katja. So, an dieser Stelle war es das schon. Video ist zu Ende. Ich bin jetzt noch mal am Strand hier in Pagera, in einer unserer Buchten, die wir hier haben. Und ja, möchte mich bei euch fürs Zuschauen bedanken. Ich hoffe, es hat euch das Video gefallen. Stopp. Ich habe noch was vergessen. Und zwar, ich bin vor der Tennisakademie und da gibt es neue Betreiber, Ines und Marcos. Die beiden machen jetzt die Tennisakademie. Die Heike hat ja gesagt, dass es zum Jahresende abgibt. Also der neue Betreiber ist schon drin, ist auch schon fleißig, weihnachtlich dekoriert. Also da lohnt sich vielleicht im nächsten Sommer auch ein Abstecher hin. Also, das soll es jetzt gewesen sein. Ihr könnt abschalten. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Halt, stopp. Ich habe doch noch was vergessen. Jetzt sitze ich in meinem kleinen Studio, bin schon im Schnitt und habe doch noch was vergessen. Gelis Eck, da hat sich auch eine ganze Menge getan. Inzwischen ist es draußen schon dunkel geworden und gleich wird es am Ende ja nochmal hell und ich habe noch ein bisschen Meeresrauschen für euch am Ende des Videos. Aber da gehe ich jetzt noch mal eben schnell rüber. Ja, und draußen hat es dann auch inzwischen 12 Grad. Das ist richtig kalt geworden jetzt. Seht ihr, beim Los Poetos ist auch noch was los. Da hatte ich auch noch nicht drüber berichtet. Andalusisches Lokal, das natürlich auch im Winter auf hat. Ja, und seht ihr, da wird jetzt schon fleißig gespeist. So, Gelis Eck hat sich eine ganze Menge getan. Im Moment haben die Pause, Winterpause, geht aber im nächsten Jahr wieder weiter. Das sieht aber trotzdem schön romantisch aus, oder? Kölle, Alaf, San Miguel und Kölsch. Ja, was ich euch demnächst einmal zeigen muss, das können wir hier jetzt nur erahnen. Die haben ganz viele Fußballschals aufgehangen und das zeige ich euch dann im nächsten Video. So, jetzt geht es nochmal zurück ins Studio. Für euch wird es nochmal hell, wir zaubern das Licht nochmal herbei und dann gibt es noch ein bisschen Meeresrauschen. Auf jeden Fall großes Dankeschön an Ina, die steht, da ist sie. Da steht sie, dass sie diese Tour mit mir heute gemacht hat. Wird jetzt langsam auch ein bisschen frischer, also die 25 Grad in der Sonne vom Anfang haben wir nicht ganz. Und wie gesagt, es war in der Sonne, keine Angst, also im Schatten ist es dann auch im Winter auf Mallorca etwas kälter. Aber trotzdem noch schön. Ich hoffe, ich habe euch einen kleinen Einblick geben können und wir sehen uns dann wieder im nächsten Video. Und schreibt mal ein paar nette Kommentare, würde mich freuen. Also bis dann, ciao.